Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Und auf dem Weg ins On-Life, immer am Off-Life, also werde ich jetzt ein Spiel spielen, wieder meine Open Sudoku. Und da bin ich jetzt hier bei den schweren. Da habe ich 30 schwere zum Angebot und davon werde ich jetzt eins machen. Und zwar habe ich da eins in Bearbeitung oder wie ist das hier? Das gelöst, da muss ich da reingehen. Also das Spiel, habe ich das schon mal gemacht oder weiß ich gar nicht. Also ich gehe mal durch. Eins, haben wir eine Eins da. Also ich gehe mal so das oberste Drittel, dann mache ich das mittlere Drittel und dann das untere und dann mache ich das linke Drittel, dann das mittlere und dann das rechte Drittel. Also eins haben wir eins, eine Eins, zwei haben wir zwei Stück, drei Stück haben wir, drei Zweier, dann haben wir drei, keine drei, vier, eine vier, eine fünf, ne, zwei Fünfer, da und da, zwei Fünfer, das heißt also, da kommt eine 5 hin. So, keine 6, eine 7 und zwei Achter. Das heißt, da kommt eine 8 hin und da auch. Also machen wir das mal. 8 als Kandidaten. Und zwei Achter und eine 9 haben wir. Gut, gehen wir zur mittleren Reihe über. Keine 1. Dann haben wir zwei Zweier. Da kommt halt eine 2 hin. Dann 3, 3 Dreier. 3 Vierer. Wobei 3 Dreier, 3 Vierer, 2 2, 3 Zweier. Fünfer. Keine. Sechser, eine 6. Ja, Momentum. Die 6 muss ja dann da sein und dann muss sie da sein. Das heißt, da kommt eigentlich dann eine 6 hin. Da und da. Und da kommen eigentlich 3 Sechser hin, aber das lasse ich mal noch offen. 7er, haben wir eine 7. Ja, bei der 7 Momentum. Da kommt also da eine 7 hin. Da muss eine 7 hinkommen. Weil da geht der nicht und da geht auch nicht. Und da sowieso nicht, also bleibt nur ein Feld über. Aber die 7, dann haben wir die 8. Die 8 kommt also da unten hin. Die kommt da hin, weil da geht der nicht und da geht auch nicht. Also muss die 8 dorthin. Und die 9er haben wir nicht. 1, 2, wo ist denn die 1? 2 haben wir, 3 haben wir, 4 haben wir, 5 haben wir auch nicht. 6 haben wir eine unten, aber 2 da oben, ja. Okay, weiter. Gehen wir zum unteren Drittel über. Einser, also Einser sind ja kaum, da habe ich bisher eine 1. Das ist die einzige 1 in dem ganzen Block hier. Sieht so aus. Also unterste Drittel haben wir keine 1. Da haben wir eine 2.
Dann haben wir eine 3, eine 3 auch nur, keine 4, keine, doch eine 5, zwei Sechser. Also da kommt dann eine 6 hin und da auch. Zwei Sechser, zwei Siebener, das heißt also, da kommt dann eine 7 hin und da auch. Dann eine 8. Ja, Moment, eine 8. Das heißt also, die Achter müssen, da haben wir also eine 8, da haben wir eine 8. Können die Achter also nur da und da sein. Also kommt ein Kandidat hin und da auch. Zwei Kandidaten für die 8. Und dann haben wir zwei Neuner. Drei Neuner haben wir sogar. Ja, das war's, ne? 1, 2, 3, keine 4. Warum nicht? 5 nicht. Okay. Gehen wir mal zum linken Drittel über in der Vertikalen. Also die horizontale Arbeit ist getan, jetzt kommt die vertikale Arbeit. Also die 1, keine 1. Da haben wir 2 Zweier, da haben wir 2 Zweier. Das heißt also, da kommen eine 2 hin und da auch. 2 Zweier, dann haben wir hier 2 Dreier. 2 Dreier, das heißt also, da oben kommen 3 Dreier hin. Da kommen 3 Dreier hin. So ein bisschen viel, oder? 3 Stück. Ist egal. Da kommen also 3 Dreier hin. Dann haben wir eine 4. Wir haben keine 5. Doch, da ist eine 5, haben wir. Das heißt, jetzt im Querverbund haben wir da eine 5 und da oben haben wir eine 5. Das heißt, da sind nur 2 Felder für die 5 offen. Das ist das Feld und das Feld. Ja, die 6, da war da eine 6 und da war noch eine 6. Das heißt also, das wird da und da eine 6 Platz für eine 6 haben. Also setze ich da mal den 6 Kandidaten ein und da auch 2 Sechser. Dann haben wir 3 Siebener. Dann haben wir keine 8. Keine 8. Und 9 haben wir eine 9. Haben wir eine 9. Und da und da. Das heißt, für die 9 haben wir 2 Plätze frei. Nämlich den Platz und den Platz, ne? Für die 9. Ja, was mit der 8 hier? Also da habe ich eine 8 und da habe ich auch eine 8. Wieso habe ich da keine 8 eingetragen? Wollen wir das mal nachholen. So, jetzt habe ich da oben 2 Achter und da habe ich auch 2 Achter.
Und da unten habe ich dann 4 Plätze für die 8. Okay, 8 haben wir, 9 haben wir auch, 9 haben wir. Kein Einser. Okay, gehen wir zur mittleren Reihe, zum mittleren Drittel über. Keine 1. 3 Zweier. Eine 3. Ja, eine 4. Eine 4, das heißt, da kann keine 4 sein und da oben kann auch keine 4 sein, also muss die 4 dahin oder dahin. 2 Felder für die 4. Okay, bei den 5ern habe ich also eine 5. Ja, eine 5. Das heißt, die 5 muss ja da habe ich eine 5 und da auch. Das heißt, die 5 muss da oder da sein. 2 Fünfer. Gut. Das heißt also, die 5 muss dann da oder da sein. Weil die ja in der Mitte nicht geht. Also muss die 5 da oder da sein. Und dann schauen wir die dann an. Und da auch. 2 Fünfer. Und dann haben wir eine 6. Ja, eine 6. Bisschen wenig. Bisschen wenig, aber kann man nichts machen. Also da kommt überall eine 6 hin. Weil Alternativen gibt es ja keine. Schauen wir die mal da hinten, 3 Stück. Jetzt habe ich da die 3 und da habe ich die 6. Okay. Dann haben wir die 7er. 2 7er haben wir. Da eine 7 und da eine 2. Das heißt also, die 7 müsste ein oder da ein, ne? 2 7er, ja. Ja, das heißt also, ja. Dann haben wir 2 Achter, eine 8 und noch eine 8. Und dann haben wir da 2 Achter und wir haben eine 9. Tja,
Also jetzt haben wir alle durch, oder? 1 haben wir, 2 haben wir, dann haben wir 2, 2, ja. 2, 2 haben wir, das heißt, da kommt eine 2 hin. Wenn ich am Schlafen habe, ich mich hier vertan, weil war ich da bei den Achtern und jedenfalls die 1 habe ich, will ich nichts machen. Also kommt die 1, kommt jetzt hier hin. Und dann damit kommt die 1 dorthin. Weil da kann ich mal überall eine 1 reinmachen. Nein. Dann machen wir eine 1 rein und da auch und da auch da 1. Gut. Die 2 hatten wir. Und die 3. Was fehlt da noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da fehlt dann eine 6, oder? Da kommt dann eine 6 hin. Gut. Was bedeutet das für die 6er? Was bedeutet das für die 6er? Da ist noch eine 6. Und da eine 6 und da, das heißt, die 6 müssen dann da in die Mitte. Eine, nein, so eine und so eine. 2 6er, das heißt, da kann keine 6 hinkommen. Nur die wieder löschen. Und dann muss das die 6 sein. Tja, jetzt haben wir da die 2 6er. Und da oben haben wir auch eine 6. Und ja, jetzt haben wir da und da ein 6er und da haben wir eine 6. Da haben wir eine 6 und da haben wir eine 6. Das heißt, für die 6 haben wir nur 2 Felder. Einmal und einmal. 2 Felder für die 6. Und wie sieht das da oben aus? Da haben wir 2 Felder und da das Feld, dann bleiben noch 4 Felder über. Da habe ich auch eine 6 und da habe ich eine 6 und da habe ich eine 6. Ja. Jetzt heißt, diese kann nur da sein. Okay, Leute, weiter geht's. Das ist also, wo waren wir hier? Hier war ich bei der 6 stehen geblieben. Bei der 7 haben wir 2 Siebener. Da haben wir auch eine 7. Und das heißt, da kommt eine 7 hin. Und da auch. Weil da eine 7 ist und da eine 7 ist, kommen also da 2 Siebener hin. Gut. 8er. Da haben wir 2 Achter. Und da haben wir auch 2 Achter. Und da haben wir 2 Achter. Tja. Und den 9. 9 haben wir 2 Neuner, dort und 3 Neuner.
Ja. Okay, jetzt bin ich ja durch soweit. Wie geht es jetzt weiter? Blockarbeit oder Auffüllarbeit? Also da fehlen 3 Stück. Da fehlt 1 haben wir, 2, 3, da fehlt die 3 irgendwo. Da fehlt die 3, 4, 5, 6, 7 und 9. 3, 7, 9. 3, 7 und 9. 3, 7 und 9. Ich kann da nur 3 und 9 hinkommen, oder? Da kann nur 3 und 9 hinkommen. Und da kann nur 3 und 7 hinkommen, weil er dann 9 ist. Und da kommt dann, da kann dann 3, 7 und 9 hinkommen. Ja, das heißt also, wir hätten dann 3 und 9 dort und dann dort 3 und 9. Ein Pärchen? Man könnte sagen, das ist ein Pärchen. Wenn das ein Pärchen ist, dann muss das die 9 sein. Tja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Okay, wie geht's weiter? Keine Ahnung. Das war das Feld mit den wenigsten freien Plätzen, ne? Ja, der Block mit den wenigsten freien Plätzen mit 3 Stück und hat kein Ergebnis gebracht. Was kommt da ein? Keine 1, keine 2, keine 3, keine 4. 5 könnte möglich sein. Nein, keine 5, 6, 7 nicht, 8 nicht, aber die 9. Da könnte die 9 hinkommen. 6 und 9. Ja. 6 und 9. Und da keine 1, keine 2, keine 3, keine 4. Ja, da könnte aber eine 5 hinkommen. 5. Da muss ja eine 5. Da habe ich eine 5 und da habe ich eine 5. Wieso habe ich da keine 5 eingetragen? Und die 9 kommt noch zusätzlich. Ja.
Tja, da fehlen auch nur 3 Stück. Was fehlt da? Da fehlt die 1, da fehlt die 2 haben wir, 3, 4, da fehlt die 5, da fehlt 6, 7, 9, 1, 3, 1, 5, 9 oder? Jo, 1, 5, 9. Ja, also da kann also nur 1 und 5 hin. Nein, 5 auch nicht. Dann muss jetzt die 1 sein. Weil in der Reihe nur 1, 5 und 9 hinkommt. Muss das die 1 sein. Und dann ist das die 9 oder dann ist das die 5. Es fehlen nur 3 Zeichen. Das heißt, es fehlt die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 und 9 fehlen. Und das kann ja 9 sein, also muss das die 5 sein. Und das muss dann die 9 sein. So, gut. Also jetzt haben wir die 5er, müssen wir die 5er erstmal abarbeiten. Welche Konsequenzen bringt das bei den 5ern? Das bringt die Konsequenz, dass da eine 5 hinkommen muss. Ja. Bei den 5ern. Und dann kommen wir die 5 da löschen. Und das heißt, dass da eine 5 hin muss. So. Da war also eine 5, nur eine 5 und da war eine 5 und da eine 5 und da eine 5. Gut, das heißt also, wo fehlen denn überhaupt noch 5er? Es fehlen noch, hier unten habe ich keine 5, da können wir die 5 wegmachen. Und das heißt, da kommt dann die 5 hin. So, weil ja nur 2 davon da waren. Das heißt, ich habe 2 5er, dann können wir die auch wegmachen. Und dann kommt dann eine richtige 5 hin. Und dann können wir die 5 wegmachen. So. Jetzt haben wir also 1, 2, 3. Und da war eine und da war eine und da haben wir eine. Und da haben wir 2 und da haben wir 3. Ja, dann haben wir die 5 alle. Ja gut, und was waren noch die 9er, ne? Ja, die 9er, da hatten wir die 9 oder ja? Nee, da hatten wir die 9. Da hatten wir also die 9, da war noch eine 9. Und das heißt, dass da war eine 9. Da haben wir 3 9 in der Mitte. Und waagerecht haben wir ja waagerecht ja, das heißt, da kann eine 9 hin und da. Was passiert denn da noch? 6. 6 und 9. Ein Pärchen. 6 kann nicht sein. Da habe ich ja schon eine 6. Also muss das die 9 sein. Und dann ist das die 6. Ja. Und dann kommt 6 und 9.
Das heißt also, bei den 9 bleibe ich erstmal Momentum. Erstmal bei den 9. Wir haben deine 9 und deine 9. Dann kommt da oben. Dann können wir die 9 wegmachen. Und dann muss das eine 9 sein. Weil dann 9 sind da. Und da können auch keine hin. Also haben wir die 9er schon mal. Und dann haben wir hier auch 2 9er. Das heißt also, und da haben wir 9. Das heißt also, nur da kann die 9 sein. Da kommt also die 9 hin. Das heißt also, wir haben da eine 9 und da eine 9. Dann muss das eine 9 sein, keine 8. Da kommt dann die 9 hin. So. Also haben wir da eine 9. Hier unten, ja, da haben wir auch 3 9. Und da oben, Moment, da habe ich 3 9, hier habe ich auch 3 9 und hier auch. Die 9 haben wir also alle gut. Ich muss aufpassen, hier doppelt und dreifach kontrollieren, damit ich mich hier nicht vertue. Ja, gut, wo waren wir stehen geblieben? Bei der 6, ne? Die 6 kam auch noch dazu. Das heißt, da habe ich eine 6 und da habe ich noch eine 6. Jetzt habe ich mich vertan. Was kam da hin? Eine 9, glaube ich, da oben, ne? Und eine 6. Eine 6, glaube ich. Ja. Genau 6. Und hier kommt dann auch eine 6 hin. Hatten wir ja schon. Ja. Und dann können wir die 6 wegmachen. Und dann muss da die 6 hin. Weil ja da und da eine 6 ist. Und da ist auch eine 6, also muss das die 6 sein. So. Jetzt haben wir also eine 6 und noch eine 6. Und da haben wir auch 3 6er. Und hier haben wir auch 3 6er. Und da oben haben wir eine 6. Und in der Mitte 2 Felder. Da habe ich eine 6 und da auch. Das heißt also, die 6 kann weg. Das heißt, die muss dann dahin. Die 6 muss auch weg. Also das heißt, die 6er haben wir hier der Waagerechten. Da haben wir sie auch 3 Stück und da oben haben wir Löcher. Momentum. Das heißt, die 6 muss ja dann dahin. Die muss dahin und dann muss die andere 6 dahin. Und die kann weg. Dann haben wir da oben 3 6er und da haben wir auch 3 6er. Haben wir die 6er auch zusammen. Oh, gut.
wo wir dann eine 7 machen. Und das heißt also, dass da eine 7 kommt. Ja. Und dann kommt da oben eine 7 hin, 2 7er. Da. Zwei 7er. Also da haben wir 2 7er. Da haben wir 3 7er. Und da unten haben wir auch 2. Das heißt, die 2 sind noch offen und die 2 auch. Okay, da sind diese Pärchen wieder. Kennen wir schon. Was war mit der 8? Da war sie eine 8. Und da auch. Und da haben wir eine 8 und da. Und da haben wir 3 Achter. Und da haben wir 2 Achter, da sind 2 Achter frei. Und hier kommt also jetzt danach hin. Weil danach ist und danach muss dann also da die 8 hin sein. Gut. Und das heißt, dass hier unten danach hin muss, weil da kann ja keine sein und da kann auch keine sein. Also muss die 8 da hinkommen. Ja, gut. Und damit kann da keine 8 hinkommen. Und das ist dann die 8. Und dann ist das die 1. Dann haben wir da eine 1, ja. Und dann haben wir da auch eine 1. Weil da schon eine 1 ist und da unten kann keine sein. Dann haben wir 2 Einser und dann haben wir dann noch eine 1. Und dann muss da auch eine 1 hin. Und wenn wir das haben, muss da eine 1 hin. Und das heißt, dass da eine 1 hin muss. Haben wir die 1 durch? Ja, die haben wir voll. Da kommt zu glauben. Da kommt eine 3 hin. Da haben wir eine 3. Da können wir die 3 da wegmachen. Da haben wir eine 3. Da kommt da auch eine 3 hin, weil da eine 3 ist. Oh, sportlich, jetzt habe ich mich hier vertan. Jetzt habe ich mich vertan hier. War wieder zu schnell. Was habe ich gemacht? Ich habe die 3, da oben habe ich eine 3 gesetzt. Und da war eine 3 und hier unten kommt dann auch eine 3. Weil da kann ja keine 3 sein. Und da hat eine 3 hin. Und das heißt dann, dass da eine 3 hinkommt. Und da auch. Was kommt da jetzt hin? Wenn das ein Pärchen ist, 1, 2, 3, 4, ja? Muss das die 4 sein? Sieht so aus. Das muss sieht so aus. Das muss die 4 sein. Und da oben
Nochmal eine 4. Und dann ist das die 7. Also das heißt, wir haben da eine 4 und da eine 4. Dann heißt das, dass da eine 4 hinkommt. Und hier kommt dann auch eine 4 hin. Und da kommt eine 4 hin. Ja, gut. Was fehlt jetzt da noch? 1, 2, da fehlt die 3, ne? 1, 2, 3, da fehlt die 3. Und da kommt dann eine 3 hin. Ja gut, jetzt haben wir da noch die 8 oder wie? Da kommt die 8 hin. Und 1, 2, dann kommt dann eine 3 hin. Und dann kommt dann eine 7. Und da kommt dann eine 2 hin. Und das war's, voran. Gut, gefunden, gelöst in 42 Minuten. Gute Zeit.